Morgens um 8 Arbeitsbeginn für Markus Roßdeutscher. Der 36-Jährige ist selbstfahrender Unternehmer und geht heute mit seinem Ford F-Max auf Tour. Die Firma aus Oberfranken transportiert Schüttgüter aller Art. Mal für die Landwirtschaft, mal für Brauereien und mal für den Straßenbau. Flexibilität gehört zum Erfolgsrezept des Unternehmens, das sowohl national wie international unterwegs ist. Der Fuhrpark umfasst insgesamt 7 Lkw, übrigens auch einen zweiten Ford F-Max. Zur Marke Ford kam Markus, weil er dringend eine weitere Zugmaschine brauchte und kein anderer Hersteller liefern konnte. 500 PS und 12,7 Liter Hubraum hat der Truck. 500 PS, die draufstehen, die hat er meiner Meinung nach, und auch die Fahrer sind begeistert von der Leistung, wie er läuft. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und wie gesagt, wir fahren immer 40 Tonnen schwer und selbst an Bergen, wo ich früher mit anderen Fabrikaten auch um die 500 PS-Klasse wirklich, ja, wie sagt immer so schön, letzter am Berg oder erster am Berg war und man öfter mal die Gardinen auch ein Stück vorgezogen hat, braucht man sich mit dem Ford wirklich nicht verstecken. Der marschiert er die Berge rauf und arbeitet, harmoniert halt auch wirklich gut. Motor, Getriebe ist super abgestimmt aufeinander. Für einen Spediteur steht immer die Wirtschaftlichkeit seiner Trucks im Vordergrund. Wie schätzt Markus den F-Max ein, gerade im Vergleich zu den Mitbewerbern, die er kennt? Der braucht sich weder von den Mitbewerbern irgendwo verstecken. Wir sind ständig ausgeladen unterwegs. Wir haben Topografien, wo es wirklich auch bergig wird, raufgeht und so weiter. Und da wird auch der Verbrauch nicht extrem steigert, sondern halt, ja, er bleibt konstant irgendwo in so einem guten Mittelmaß. Wir haben sämtliche Markenfabrikate im Fuhrpark und da muss ich echt sagen, da schwimmt er im guten vorderen Bereich mit vom Verbrauch her. 2018 feierte der Ford F-Max auf der Nutzfahrzeuge IAA seine Weltpremiere. Der Deutschlandstart war im Herbst 2021. Damit ist er eigentlich kein Neuling mehr. Doch noch lange nicht jeder in der Branche kennt diesen LKW, der in der Türkei im gleichen Werk wie der Ford Transit gebaut wird. Vor allem an Tank- und Rastanlagen wird Markus Roßdeutscher regelmäßig auf seinen LKW angesprochen. Ja, generell, wenn du jetzt im Straßenbild unterwegs bist, ist der Ford F-Max immer noch exotisch, sage ich mal. Gerade mit deutschen Kennzeichen sieht man da noch nicht so häufig. Man wird da relativ oft darauf angesprochen. Hatte ich letzte Woche erst den Fall. Da war jemand total perplex, wusste gar nicht, dass Ford LKWs baut. Außerdem ist es bei uns so, wir haben ja nicht irgendeinen Ford F-Max, sondern wir haben das Sondermodell Blackline. Da gab es nur 250 Stück. Wir haben uns einen sichern können und der ist von der Ausstattung her noch mal ein bisschen drüber als die Serie. Und ja, man fällt schon auf, also man wird schon angesprochen. Der Alltag von Markus Roßdeutscher sieht jeden Tag anders aus. Nicht selten sitzt der Chef am Tag selbst 500 bis 600 Kilometer im Lastwagen und koordiniert nebenbei Betriebsabläufe. Also durchaus ein stressiger Job. Ursprünglich hat Markus einmal den Beruf des Metzgers gelernt, ist aber dann wie sein Vater Lkw-Fahrer geworden. Hinter dem Lenkrad sitzt Markus nun schon seit 15 Jahren. Als Spediteur selbstständig gemacht hat er sich übrigens erst vor 3 Jahren. Ja, die Doppelbelastung als selbstfahrender Unternehmer und Lkw-Fahrer ist durchaus anstrengend. Doch seinen Job tauschen würde Markus um nichts auf der Welt mehr wollen. Wenn ich jetzt den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen müsste, ich würde eingehen, ich sage es ganz ehrlich. Und hier habe ich einfach meine Freiheiten. Ich fahre jeden Tag, bin ich in einer anderen Richtung unterwegs. Ich habe jeden Tag eine andere Fracht auf dem Auto. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, den Kunden irgendwo glücklich zu machen. Sicherlich, wenn das in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach ist, aber ich genieße es. Jetzt stehe ich hier in der Natur, wo andere vielleicht jetzt am Schreibtisch sitzen müssten. Wie gesagt, für mich ist das hier mein Leben. Und genau dieses Leben hätten wir Ihnen gerne ausführlicher gezeigt. Doch hatten die Kunden von Markus Roßdeutscher etwas gegen Kameras auf ihrem Gelände. Auftrag Nummer 1 ist es, bei einer 200 Kilometer entfernten Brauerei 26 Tonnen Gerste für die Bierherstellung abzuliefern. Natürlich, so etwas dauert, denn erst einmal müssen Proben entnommen werden, bis wir dann endlich an der Waage vorfahren dürfen.
Natürlich hätten wir das Abladen gerne gefilmt, aber Fehlanzeige. Weiter geht die Fahrt ins Nürnberger Land. Die Schüttmulde ist leer. Jetzt soll Markus in einem 150 Kilometer entfernten Steinbruch Kalk zum Düngen abholen. Das Gelände verheißt Großartiges und der viele Staub verrät, dass es hier garantiert eine Menge zu bestaunen gibt. Doch keine Zeit, denn eigentlich will Markus die Fracht heute noch abliefern, der übliche Termindruck. Am Ende ist aber das nicht zu schaffen und Markus freut sich auf den Feierabend. Und da ist es dann schon wichtig, dass man dann auch einen LKW hat, wie jetzt den Ford F-Max, der einfach Komfort bietet, der ein vernünftiges Bett bietet, wo man vernünftig schlafen kann, wo ich meine kalten Getränke aus dem Kühlschrank jederzeit rausholen kann. Und auch im Sommer bei solchen Temperaturen, wo wir dann teilweise im Sommer bis plus 40 Grad und mehr haben, auch super klimatisiert hier drin schlafen kann, dass ich früh wieder ausgeruht bin. Der Ford F-Max für Markus Roßdeutscher war die Anschaffung dieser Lkw genau die richtige Entscheidung, um die Expansion seiner jungen Firma unweit der deutsch-tschechischen Grenze zügig voranzutreiben. Und das nächste Fahrzeug dieser Baureihe, so sagt er, kommt im nächsten Jahr.